mein Name ist Andreas Wimmer. Ich bin der Geschäftsführer dieses Familienunternehmens, alleiniger Geschäftsführer seit 2 Jahren und vorher mit meinem Vater gemeinsam über mehrere Jahre. Das Unternehmen wurde 1984 gegründet. Mein Vater hat das Unternehmen gegründet, also ich bin die 2. Generation dieses Familienunternehmens. Ganz klein mit 3, 4 Personen gestartet, hauptsächlich Reparaturen für Baggerschaufeln und Laufwerke wurden dazumals durchgeführt. Das Unternehmen ist dann schrittweise gewachsen mit viel Innovation, auch mit einem Schnellwechselsystem, mit einem hydraulischen Wechselsystem für Hydraulikbagger. Und genau dort haben wir uns dann auch hin fokussiert. Wir produzieren Anbauwerkzeuge für Hydraulikbagger im Bereich Abbruchrecycling, im Bereich Erdbewegung, im Bereich Bohrtechnologie und auch im Bereich Tunnelbau. Also, um das ein bisschen von den Produkten her namhafter zu machen, Standard- und spezialisierte Tieflöffeln, Böschungslöffeln, Abbruchzangen, Sortiergreifer, Hydraulikhämmer, Hydraulikfräsen und Bohrlafetten sowie aber auch Tunnelvortriebsgeräte, also einen Tunnelbagger, mittlerweile in 2 verschiedenen Größen. Also das ist das, was wir bei uns im Hause produzieren, von mehr oder weniger A bis Z. Unsere Anbauwerkzeuge werden vom Rohblech bis hin zum fertigen Produkt hier im Hause gefertigt. Also wir haben eine sehr, sehr hohe Eigenfertigungstiefe. Wir schneiden hier im Haus, wir schweißen, wir biegen und wir fräsen mit Fermatfräsen und montieren, entmontieren, prüfen und verkaufen das Gerät bis eben zum Endkunden hin. Also der ganze Prozess ist hier bei uns im Hause vorhanden. Diese hohe Eigenfertigungstiefe hat den riesen Vorteil, dass wir sehr viel selbst in der Hand haben. Und deswegen haben wir uns auch entschieden, eine sehr hochmoderne Fräse von der Firma Fermat, nicht nur eine, sondern 2 mittlerweile, zu kaufen, weil wir nicht zu sehr abhängig sein wollten von Drittzulieferanten. Also wir haben in Tschechien, also in České Budějovice, haben wir einen Betrieb seit mittlerweile über 25 Jahren. Und damit haben wir auch sehr viel Erfahrung, Selbsterfahrung mit Mitarbeitern, mit Facharbeitern und Firmen aus Tschechien. Das, was ich an Fermat sehr schätze, ist, dass es eine sehr robuste, stabile Maschine ist. Und das hat uns überzeugt, weil die Robustheit wichtig ist für die Langlebigkeit. Also einerseits der wirklich sehr, sehr gute Stahlbau von der Maschine in Kombination mit der modernsten Steuerungstechnologie hat uns überzeugt, auf Fermat zu gehen. Warum wir uns für die Firma Fermat entschieden haben, war auch der Grund, die Firma passt sehr gut zu unserem Stil. Ja? Die Firma Fermat ist sehr flexibel. Wir haben sogar bei der Fräse FGU dann das machen können, dass diese Maschine genau seitenverkehrt gebaut worden ist, speziell für unseren Einsatz. Sprich, Werkzeugwechsler wurde auf die andere Seite umgebaut. Wir haben dann diese Fermat FGU gekauft, die eine sehr große Bandbreite hat an Einsatzmöglichkeiten, Schwenkkopf, größere Verfahrwege und neueste Technologie mit digitaler Tasterei und mit Geschwindigkeiten, Drehzahlenerhöhung. Und das hat für unsere Produktschiene, also diese neue Technologie bei diesen Maschinen, speziell bei der FGU, welche wir eingeführt haben, sprich Roboter für Werkzeugwechsel, dieser schwenkbare Kopf, den wir auf der Maschine haben, hilft uns halt sehr bei der rationelleren Fertigung im Sinne von dem, wir brauchen Bauteile nicht mehr so oft umspannen. Wir haben auch bei der FGU einen längeren Weg auf der X-Achse, wo wir unsere größeren Teile in einem Aufspannen machen können. Und es ist sehr komfortabel für den Mitarbeiter, halt diese schweren Werkzeuge von einer Maschine, sprich Roboter, wechseln zu lassen. Ein Jahr später wurde dann ein Bohrwerk von der Firma TOS ausgetauscht, das auch altersbedingt.
zu tauschen gewesen ist, und da haben wir dann dieses Fermat Bohrwerk WFD 11 eingebaut. Das Werkstück auf dem Tisch, das ist ein Ausleger für eine große Bohrlafette. Von dem Werkstück machen wir ungefähr 3 bis 5 Stück pro Jahr. Für alle Operationen brauche ich ca. 15 Werkzeuge. Also im Zuge der Projektabwicklung haben wir uns sehr gut betreut gefühlt. Es hat immer dort und da vielleicht mal eine Kleinigkeit gegeben, aber das wurde sofort gelöst. Also auch mit der ganzen Vorbereitung dieses Projekts, speziell unsere große Fräse, war doch etwas aufwendiger in der Vorbereitung. Wir haben ein neues Fundament machen müssen, dafür haben wir Pläne benötigt und auch die Unterstützung von der Firma Fermat in Bezug auf deren Erfahrung, was notwendig ist für dieses Fundament. Und da haben wir uns sehr, sehr gut aufgehoben gefühlt. Auch in Bezug auf die Installation ist das auch in der gesetzten, ich will nicht sagen Frist, aber in den Zeitplan, den wir uns gemeinsam vorgenommen haben, abgewickelt worden. Also es hat ausgezeichnet funktioniert. Da gibt es wirklich keine Beschwerde. Wir wachsen natürlich mit unseren Kunden einerseits, aber nicht mit Serienprodukten, sondern hauptsächlich mit spezialisierten Produkten. Wir wollen in dem Bereich Abbruch und Recycling stärker werden, weil das hat definitiv Zukunft im Bereich Spezialtiefbau, Bohrtechnologie. Und da machen wir sehr viel in Richtung auch Digitalisierung. Und auch im Bereich Tunnelbau haben wir uns jetzt in den letzten 30 Jahren schon damit intensiv auseinandergesetzt. Aber erweitern wir unser Produktportfolio, und das ist auch ein ganz, ganz spannendes Gebiet, und dort wollen wir auch noch wachsen und größer werden.